Sie sind heute alle da, um den schnellsten Geiger der Welt zu sehen. David Garrett kommt ins Forum Kino Offenburg. Er hat die Hauptrolle gespielt in Der Teufelsgeiger, spielt Niccolo Paganini. Ich weiß nicht, ob es alles Klassikfreunde sind. Ich glaube, ganz viele Damen sind doch einfach da, weil David Garrett unfassbar gut aussieht. Nein, es ist noch nicht David Garrett, aber er wird bald hier stehen. Über dieses Pflaster wird er schreiten. Das sieht man auch an den ganzen Leuten, die hier schon ganz gespannt sehen. Die meisten haben kein Ticket tatsächlich. Sie hoffen aber trotzdem, ihn mal kurz sehen und vielleicht anfassen zu dürfen. Wir gehen vielleicht mal kurz zu diesen zwei Damen hier. Hallo. Ihr freut euch auch auf David Garrett? Ja. Klassikfan? Begrenzt. Es ist unfassbar, wie viele Klassikfans man heute in der Ortenau trifft, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie viele CDs hast du von David Garrett? Eine. Und die läuft auch wirklich oder schaust du dir nur das Albumcover an? Die läuft. Sie als Mann, was ist das Tolle an David Garrett? Ja, also zuerst mal interessiert mich der Film und ich bin, wenn ich ehrlich bin, auch mit meiner Frau hierher gekommen, weil sie interessiert sich da mehr für den David wie ich jetzt. Ist das schön, den ganzen Abend die Frau neben sich zu haben, die einen schmachtenden David Garrett vor sich sieht? Ja, das kann man gut aushalten, ja. Warten Sie auch auf ihn? David, natürlich. Großer Klassikfan oder großer Fan von schönen Männern? Schöne Männer und Klassik natürlich. Ja, und Klassik natürlich. Aber ich glaube, Sie sind die Erste heute, die zugeben, dass die Musik tatsächlich nicht im Vordergrund steht. Stimmt, stimmt. Was würden Sie ihm sagen, wenn Sie ihm gleich gegenüberstehen könnten? Dass ich mich sehr freue, dass er hier in Offenburg ist. Ich meine, man hat ja schon gelesen, dass sein Vater hat ihn getriezt, oder Paganinis Vater hat ihn getriezt. Paganinis Vater ist 1800 gestorben. Ich glaube nicht, dass er ihn David Garrett getriezt hat. Nein, Paganini, sein Vater, hat den Paganini zum Üben immer angehalten und sein Vater genauso. Meine Damen und Herren, hier ist der Teufelsgeiger! David Garrett! Du hast jetzt ungefähr eine Stunde Autogramme gegeben. Was ist anstrengender, Promotour für einen Film oder eine Konzerttournee? Ich würde behaupten, eine Konzerttournee. Das macht ja hier wahnsinnig viel Spaß, besonders wenn du siehst, dass ein Projekt, was natürlich nur sekundär mit Musik zu tun hat, auch so gut anläuft. Und das spricht wirklich für das Vertrauen von meinen Fans und da freue ich mich natürlich besonders. Dieses Projekt ist ja, wie du sagst, ein Lebenstraum von dir. Du wolltest immer Paganini spielen. Ja, also ja, das stimmt nicht so ganz. Also ich wollte immer Filmmusik schreiben. Und deswegen, glaube ich, hat es sich wirklich sehr natürlich angefühlt, das Projekt mit Paganini anzuzetteln sozusagen. Aber der Lebenstraum war halt eher Filmmusik. Also Schauspielerei war jetzt nicht irgendwie etwas, was ich machen wollte. Also nicht, dass ich mich dazu gezwungen habe, aber es war irgendwie so ein Stück weit, es kam ziemlich natürlich und deswegen habe ich es natürlich dann auch übernommen. Warum taugt denn gerade Paganini für einen Film? Was ist das Besondere an der Figur? Ich finde die Figur unglaublich interessant. Es war wirklich jemand, der dieses Instrument verändert hat. Paganini ist bis heute die Instanz, wenn es um technische Virtuosität geht. Und sozusagen der Da Vinci auf der Geige. Also ich glaube, anders kann man das gar nicht beschreiben. Wenn er bis heute die Instanz ist, wie lange musstest du proben und üben, bis du Paganini darstellen konntest? Das Spielen war nicht das Problem. Ich habe Paganini seither wirklich als Kind in meinem Repertoire viel von ihm schon gespielt. Das heißt, da kam eigentlich das geigerische Element bei mir in den Film wunderbar rein, denn hätte man einen Schauspieler genommen, wäre das unmöglich gewesen, überhaupt nur annähernd daran zu kommen. Also Paganini zu spielen, dauert 25 Jahre, wenn du wirklich hart arbeitest. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange probt man als Kind dann, wenn man das Wunderkind ist? Also der Begriff Wunderkind ist so ein Begriff, den ich einfach nicht zustimmen kann, aber wenn man sehr, sehr früh gut ist, übt man natürlich dementsprechend sehr, sehr viel. Veranlagung oder Talent ist natürlich auch wichtig, aber ich würde sagen, dass ohne Üben funktioniert es auch nicht. Das heißt, viele Stunden.
Viele Stunden. Es gab ja schon mal einen deutschen Paganini-Film in den 80ern, 89 glaube ich. Klaus Kinski war da Paganini. Tritt man da nicht als Quereinsteiger in wahnsinnig große Fußstapfen? Ich habe den Film nie gesehen. Insofern kann ich da nicht wissen, in was für Fußstapfen ich treten sollte. Mit Absicht? Ein Stück weit mit Absicht. Also ich habe 2-3 Minuten mir mal auf YouTube angeguckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es historisch sowas von unkorrekt war. Ich kenne, wie gesagt, die Musik und natürlich auch, was für Instrumente damals gespielt worden sind. Und was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass die Geige selber, das hat ja Salvatore Accardo damals den Soundtrack gemacht, dass die Geige selber mit Stahlsaiten besetzt war. Also damals gab es halt nur Darmsaiten, Schulterschütze, Kinnhalter und das waren alles so Sachen, die es damals noch nicht gab. Worauf ich zum Beispiel geachtet habe bei dem Film, dass es wirklich historisch korrekt ist. Das würde mich zum Beispiel stören, aber ich weiß nicht, ob das Publikum merkt, aber ich glaube, so fühlt man doch ein Stück weit. Ich würde dich im Namen des weiblichen Publikums gerne fragen, wirst du dich irgendwann nochmal vor eine Kamera begeben? Ich würde mal sagen, die Antwort ist nein, weil es gibt für mich in meinem Leben immer Projekte, die man machen muss. Dazu gehört das. Darüber hinaus würde ich sagen, ich bleibe bei dem, was ich wirklich über Jahrzehnte erarbeitet habe und das ist das Geigespiel. Irgendwie schade, aber irgendwie auch schön. Naja, man muss ja doch bei dem bleiben, was man wirklich gut kann. Vielen Dank. Er war sehr nett und freundlich und hat mich echt gefreut. Man muss es erleben. Es ist nur die Momente, halt, wo man das erlebt, ja. Also, War schön. Man fühlt sich halt wie ein Teenager mal wieder. Total cool. ja, war echt mega. Ja, hinter dieser Geschichte steckt, dass wir letztes Jahr auf einem Konzert waren in Basel beim David Garrett und ihn dort persönlich kennenlernen durfte in der Pause in seiner Kabine. Und dann habe ich gedacht, wenn er jetzt dieses Jahr nach Offenburg ins Kino kommt, dann hole ich mir doch gleich das Autogramm. Und jetzt gehen wir gleich in den Film und ansonsten alles easy. Zum Marketing gehören auch Starbesuche. Wie ist das, David Garrett nach Offenburg geholt zu haben? Naja, also schon cool. Wir können es selber noch nicht so genau glauben, aber jetzt ist er ja da. Jetzt glaube ich es auch. Sehr viele Offenburger und Offenburgerinnen sind sehr, sehr glücklich, denn David Garrett war da. Er hat gespielt auf seiner Stradivari, er hat Rede und Antwort gestanden und er hat seinen Film Der Teufelsgeiger präsentiert. Forum Kino Offenburg feiert 5 Jahre Geburtstag in Offenburg und das lassen sie ganz schön krachen. Heute Abend kommt noch Elias Mbarek mit seinem Film Fuck You Goethe zum Starbesuch und präsentiert den. Da gibt es auch noch ein paar wenige Tickets, also vielleicht zugreifen. Und jetzt sehen wir uns den Trailer vom Teufelsgeiger an. Wer seid ihr wirklich? Ich muss nicht jedem gefallen. Ich lebe durch Musik. Alles, was ich fühle, was ich bin, was ich sein will, ist meine Musik. Dieser Paganini ist ein berüchtigter Verführer und er huldigt dem Teufel. Musik in meinen Ohren. Ich bin nicht der Teufel. Ich diene dem Teufel und ihr seid mein Gebieter. Das ist nicht euer Leben. Es ist mein Leben.